Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Heiligstes Herz Jesu, unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns. Heiliger Josef, heiliger Pius X., heiliger Maximilian Kolbe, ihr heiligen Kinder von Fatima, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe hochwürdigen Mitbrüder, ehrwürdige Schwestern, meine lieben Freunde, Gläubige, Marienverehrer. Heute Morgen haben wir mit dieser marianischen Mission besonders eben das Beispiel der Kinder von Fatima betrachtet und auch ein klein wenig die Wesenszüge des Katechismus unserer lieben Frau, wenn ich das sagen kann, den sie uns in einer ganz originellen Weise gibt, in Fatima betrachtet. Denn Fatima ist tatsächlich ein Katechismus, den uns die Himmelsmutter selber gibt. Ein Katechismus, in dem sie uns sozusagen alle Wahrheiten des Glaubens von Neuem in einer tiefsten, in einer ganz unerwarteten Weise vor Augen stellt. In einer ganz einfachen Weise. Nämlich in einer Weise, die zugänglich ist für kleine Kinder. Dadurch lehrt sie uns, einfach zu werden, demütig zu werden und die größten Geheimnisse eben in der geistlichen Kindheit, wie es die heilige Theresia vom Kinde Jesu so schön eben darlegt, aufzunehmen. Und wir haben da gesehen, dass eben die Mutter Gottes vor 100 Jahren genau diese Wahrheiten des Glaubens, der göttlichen Wirklichkeiten betont, die eben im Nachhinein in den letzten 50 Jahren verschwiegen, verachtet oder gar verleugnet worden sind und noch werden. Und so haben wir gesehen, bereits am Anfang, die Lektion des Engels von Fatima, der eben als Gesandter der Mutter Gottes zunächst einmal ganz klar im Namen des Himmels sagt, nicht der Mensch, sondern Gott. Nicht dieses dauernde Schauen rechts und links, nicht dieses Suchen nach irgendeinem kleinen Paradies auf Erden, nicht die Nöte des Menschen, sondern die Ehre Gottes, der heiligsten Dreifaltigkeit, dieser einzig wirklichen und einzig wichtigen Tatsache. Gott im Zentrum, das Gottes Lob, die Ehre Gottes und eben nachher der heilige Franziskus, der kleine Franziskus, der eben Gott besonders betrachtet im Augenblick, wo er so furchtbar beleidigt wird von den vielen Sünden, die wir begehen, von den Menschen, die Menschen begehen, eben diesen Gott trösten dürfen. Diesem Gott, eben diesem Herrn, dem ewigen Gott, so in Liebe zugeneigt zu sein, dass wir eben alles, was die Menschen, die in ihrer Bosheit verbrechen, wieder gut machen dürfen, reparieren dürfen, Wiedergutmachung, der Geist der Wiedergutmachung dadurch, dass wir mit unseren kleinen Gebeten und Opfern eben dürfen die Wunden lindern, die dem heiligsten Herzen Jesu, dem Heiland zugefügt werden, die das Herz Maria durchbohren, diese Trauer Gottes. Sehen Sie, das ist etwas ganz Wichtiges, was wir gesehen haben heute Morgen. Diese Trauer Gottes muss ein Echo finden in uns, nämlich die Sehnsucht danach, Gott zu trösten. Aber immer Fatima, Gott im Zentrum. Wir sehen auf ihn. Wenn die Kinder in Fatima am 13. Mai diese Vision haben, die, wie der heilige Franziskus, der Kleine eben sagt, aus der Brust der Mutter Gottes das Licht herauskommt und in diesem Licht sahen sie Gott selbst, die Wirklichkeit Gottes und sich selbst gleichsam in Gott versunken. Und er sieht, wie wunderbar ist Gott, wie groß ist Gott. Keine Worte, keine menschlichen Worte können es aussagen.
Ich krieg's nicht so richtig zusammen, ich lese es Ihnen einfach vor. Viel, viel besser. Das ist nämlich so wunderbar. Was ist Gott? Wir können ihn nie in Worte fassen. Ja, das ist wirklich etwas, das wir niemals ausdrücken können. Dahinter ist ein Zittern. Diese große Erfahrung, dieses Wichtigste, Allerwichtigsten, was alle Heiligen uns lehren, dass wir Staub vor seiner Majestät sind. Und das hat unsere Welt ja ganz vergessen. Und damit mit der Größe und Herrlichkeit Gottes, die wieder im Zentrum steht, unser Verhältnis zu Gott, nämlich die theologischen Tugenden, der Glaube, die Anbetung, die Hoffnung und die Liebe. Das ist das zentrale Thema von Fatima, wenn ich so sagen kann, das Thema Nummer 1. Das Thema Nummer 2 ist eben der geistliche Kampf, ist eben wieder uns zu erinnern, dass die Welt nicht eine ganz ruhige, die Reise zum Himmel ist nicht eine Touristenreise, in der wir uns mehr oder weniger vergnügen mit ein paar Gebeten, sondern ein Krieg. Wir sind in einer streitenden Kirche. Auch diese Wirklichkeit, diese Wahrheit ist völlig in der heutigen Zeit durch den Modernismus vergessen und unter den Tisch gefallen. Die Leute haben vergessen, dass wir ununterbrochen angegriffen sind von stärksten Feinden, von den Mächten der Finsternis, die uns umgeben. Und wir auch kämpfen müssen mit unserer eigenen, von der Erbsünde eben geschwächten und verbundenen Natur. Genau das bringt die Mutter Gottes in Fatima wieder ganz klar auch durch das Wort, durch das Gebet des Engels zum Ausdruck. Dass unser ganzes Leben eben ein Ja für Gott ist, aber das Ja für Gott zugleich ein klares Nein gegen alles, was Gott widerspricht. Und wenn wir das, was Gott widerspricht, vor unseren Augen haben und sehen, dann muss unsere Reaktion sein, ich bitte um Verzeihung für die, die nicht glauben, um die Bekehrung der armen Sünder. Diese Gegenstellung, dieser Kampfgeist, der eben, wenn ich so sagen kann, mit dem heiligen Maximilian Kolbe, der schon die Waffen eben rüstet und sie gegen den Feind richtet, um ihn zu bombardieren, sind nicht Kugeln des Todes, sondern Kugeln der Bekehrung. Es gibt nichts Besseres hier, als den Feind zu überwinden, indem man ihn zum Freund macht. Indem man den Gegner eben bekehrt oder für seine Bekehrung wirkt, dass er eben zur guten Armee, zur Armee unserer lieben Gott, zu unserer lieben Frau hinüberschwenkt. Somit wird die Armee unserer lieben Frau gestärkt und die Armee des Teufels geschwächt. Das ist ganz einfach. Die dritte große Wahrheit von Fatima, die die Mutter Gottes uns erklärt, ist nicht nur Gott und unser Verhältnis zu Gott als das Allerwichtigste, dann wieder Gott trösten, mit Gott in Verbindung sein, sich für Gottes Interessen zu interessieren, dass das heiligste Herz Jesu uns etwas sagen will. Es ist nicht nur ein Objekt für uns, für unsere Meditation, dass der Heiland uns was helfen soll, dass wir ihn brauchen, sondern das Sinnen seines Herzens. Dieses Sinnen seines Herzens ist so voll Liebe. Was interessiert das heiligste Herz Jesu? Was ist für Gott wichtig? Das ist seine Ehre und das Heil der Menschen. Und die Antwort auf auf diesen Angriff, dass Gott eben getroffen wird und wir werden bei ihm nun für ihn da sein. Wir sehen ihn als den Mittelpunkt unseres Lebens. Und dann eben der dritte Punkt, das sind die großen Geheimnisse der letzten Dinge, de novissimis. Und die Mutter Gottes erscheint und das Thema, das große Thema ist der Himmel. Ich bin vom Himmel, gehe ich zum Himmel. Und Jacinta und Francisco und Maria das Neves und Amelia. Und Amelia kommt die erschütternde Antwort. Fegfeuer bis zum Ende der Welt. Und in der dritten Erscheinung die Höllenvision. So kommen die großen Wirklichkeiten, die eben die eigentlichen, die größten Wirklichkeiten wieder zum Ausdruck. Das wird ja vom Modernismus, von der Freimaurerei, vom Kommunismus ganz und gar unterdrückt. Daran soll der Mensch ja überhaupt nicht mehr denken. Und deshalb ist Fatima voll von der Sorge der lieben Mutter, der liebenden Mutter, die ihre verlorenen Kinder sieht und so sehr sie aus dieser Gefahr retten will. Ihre Kinder sind fast alle davon gelaufen oder haben sie noch nie gekannt, haben sie noch nie gesehen. Und so eben ist für diejenigen, die glauben, schon einmal eine ganz wichtige, allerwichtigste eben, wenn ich so sagen, Lehre unserer
mütterlichen, herrlichen, himmlischen Katechetin, Mensch, denk erst mal du wieder an die letzten Dinge. Denk daran, dass dein Leben so kurz ist. Bereite dich vor auf die Ewigkeit. Denk daran, dass du eine Seele zu gewinnen hast und die Hölle eine furchtbare Realität ist. Und insbesondere in den letzten Zeiten, in diesen Zeiten, wo alles nur darauf geht, um uns eben Gott vergessen zu lassen, gleichgültig gegenüber uns zu sein und insbesondere uns auffressen zu lassen von allen diesen furchtbaren Einladungen des bösen Feindes, um einfach serienmäßig Todsünden zu begehen und einfach fern von Gott zu leben und uns dabei auch noch sauwohl zu fühlen. Und in dieser Perspektive kommt dann gleich die vierte große Wirklichkeit, unsere Aufgabe, die wir haben im Leben. Diese große Aufgabe, die die Mutter Gottes einerseits eben durch Francisco eben uns klar macht, das ist die Liebe Gottes. Die Liebe zu Gott ist das große Gebot. Und dieses große Gebot, wie kann das wirklich und seriös gelebt werden von einem armen Sünder, von einem armen, elenden Sünder, der, wie wir gesagt haben, ununterbrochen der Mutter Gottes die Dornen ins Herz stößt, dem Heiland die Dornen ins Haupt stößt, mit allen unseren Sünden, die wir ununterbrochen begeben. Dann können wir nun nicht einfach so sagen, ich liebe dich über alles und kann damit einfach auf die Tagesordnung übergehen. Dann muss ich erschüttert sein von dem, ich soll dich lieben aus ganzem Herzen und habe schon die Dornen da. Und bin sowieso, wenn ich einmal von den Dornen befreit bin, habe einmal eine gute Beichte abgelegt und will mich jetzt ernstlich bessern, dann bin ich so dumm und lasse mich von diesen ganzen Versuchen gleichsam wieder die Dornen schon in die Hand legen von dem Teufel und dann durch irgendwelche Dummheiten vergesse ich dann alles und bin schon wieder dabei, nach einigen Stunden die Dornen tief ins Herz Mariens zu drücken durch die nächste Sünde. So ist unser Leben. Und was dürfen wir dann da tun? Was ist die Antwort? Das ist das Geniale in Fatima. Die Mutter Gottes weiß um das. Dass wir wirklich vor Gott stehen können und sagen, ich liebe dich aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, ist diese Tatsache eines armen Sünders, der sieht, Herr, ich habe dir schon wieder diese Dorne hineingesteckt. Erlaube es mir, dich zu trösten, durch ein kleines Gebet und Opfer diese Dorne aus dir herauszuziehen. Und so darf ich Gott trösten. Und so werden viele Sünden eben annulliert. Gott ist so großzügig, wenn wir einen kleinen Akt des Trostes ihm gegenüber tun. Und das ist die echte, authentische Liebe eben eines armen Sünders zu Gott, dem es eben furchtbar leid tut, dass er Gott so sehr beleidigt hat. Und da etwas tun will, um das alles zu reparieren, wieder gut zu machen. Das Wiedergutmachen muss einem armen Sünder immer irgendwo im Kopf herumgehen. Er kann sich nicht behandeln, er kann vor Gott nicht sein wie ein Heiliger, weil wir es nicht sind, auch nicht wie ein Engel, sondern wie ein armer, elender Sünder, der dauernd wieder gut machen muss, weil er dauernd sündigt. Und das ist ja das Wesen von Fatima. Dieser Wiedergutmachungsgedanke geht ja von Anfang an durch alle Erscheinungen, durch jede Worte der Mutter Gottes und des Engels hindurch. Und wie oft spricht die Schwester Lucia dann darüber, dass das Wichtige ist. Und dieses Wiedergutmachen, dieses darin besteht, Gott zu trösten, bei der Mutter Gottes zu sein. Francisco denkt an Gott in Liebe. Er betet die Rosenkränze aus Liebe. Er bringt Opfer aus Liebe, Wiedergutmachung, aus Gott zu trösten. Und das ist ja die große Motivation, die wir so brauchen, um auch ein bisschen wieder den Opfergeist zu bekommen. Weil wir opferscheu geworden sind in unserer Lach- und Lust- und Vergnügungsgesellschaft. Und das braucht es. Die Mutter Gottes weiß, ohne das Opfer werden wir unsere Seele nicht retten. Aber das Opfer zu bringen, Öpferli bringen ist leicht zu sagen, aber ist heute schwieriger denn je. Und aus dem Grund braucht es eine starke Motivation. Und das Beispiel des kleinen Francisco. Und versuchen Sie es, liebe Eltern. Bringen Sie den kleinen heiligen Francisco Ihren Kindern nahe. Dann werden Sie sehen, dass die Kinder, die eine etwas kontemplative Art haben, werden sehr berührt sein vom Beispiel dieses heiligen Jungen. Und dann eben unsere zweite Aufgabe, die wir auf Erden haben,
die Fatima, die unsere liebe Frau von Fatima uns wieder ganz klar vor Augen stellt, ist die Nächstenliebe. Mit anderen Worten, dass wir eben die Menschen glücklich machen dürfen für immer und ewig. Oder mit anderen Worten, ihnen die Hölle schließen. Das heißt, viele, viele Seelen vom ewigen Feuer der Hölle bewahren dürfen, wenn wir das tun, was die Mutter Gottes verlangt. Und wenn wir eben beten und Opfer bringen. Eben in diesem Sinn wurde uns die kleine Jacinta als großes Beispiel eben gegeben, als diejenige, die gleichsam erfinderisch geworden ist in Stoßgebeten und kleinen Öpferchen. Sie, die so gerne ihr Lebensfreude war, rumzutanzen und nach der ersten Erscheinung verzichtet sie auf dieses herrliche, wenn ich so sagen kann, kindliche, freundliche Spielen eines Kindes eben zu tanzen, wenn es die Beine schon zuckt, dass es da weiter tanzt, dann sagt sie, nein, aus Liebe zu den Sündern, meine armen Sünder, ich muss so viel retten, sie fallen so viele in die Hölle. Das hat sie vor Augen. Wenn wir ein klein bisschen von diesem Geist bekommen, dann, wie ich Ihnen am Schluss des letzten Vortrages gesagt habe, dann wird unser Leben wirklich ganz groß. Die Jacinta hat niemand gesehen, den sie in den Himmel gebracht hat in ihrem kurzen Leben. Aber sie war felsenfest davon überzeugt, dass sie vieles tun darf für ihre armen Sünder, meine armen Sünder. Sie hat sie behandelt wie ihre kleinen Kinder, die weit weg sind, und hat sich für sie hingegeben und wusste, das wird sie retten. Natürlich wusste sie, dass Maria sie rettet. Ist das nicht ein lebendiges Abbild des unbefleckten Herzens, des Herz der liebsten aller Mütter, die eben sich sorgt um ihre Kinder, die praktisch alle auf dem breiten Weg nicht nur laufen, sondern in den Abgrund rennen. Und nun sucht sie die Immaculata in Fatima, die unsere liebe Frau, in die Immaculata durch den heiligen Maximilian. Sie sucht irgendwelche Ritter, welche Instrumente, Menschen, die eben mit ihr wirken, mit ihr gehen, gleichsam Verlängerungen ihres allmächtigen Armes sind, allmächtig durch ihre Fürbitte, um die Gnaden durch unsere Gebete, Stoßgebete und Opfer hineinzusenken, hineinbringen zu lassen in die vielen Seelen. Wenn diese Gebete und Opfer gebetet werden, dann darf jeder von euch eine Armee von Leuten im Himmel sehen, die ihr von dem ewigen Feuer der Hölle gerettet habt. Menschen, die uns in alle Ewigkeit danken, in aller Ewigkeit dankbar sind dafür, dass wir ihnen nicht nur etwas Gutes getan haben, dass wir ihnen nicht nur vielleicht ein Haus gebaut hätten oder 1 Million Schweizer Franken geschenkt hätten, was auch ein schönes Geschenk ist, aber was wir viel, viel mehr getan haben. Wir haben ihnen nicht nur 20 Jahre mehr Gesundheit gegeben, sondern ein ewiges Leben, eine ewige Freude durch unser kleines Stoßgebet. Ja, das ist das große Geheimnis des unbefleckten Herzens, die in den letzten Zeiten alles ihren Kindern schenken will. Dann gibt es in Fatima sehr wichtige, zusätzliche, ganz, ganz wichtige Themen. Das Thema der heiligsten Eucharistie, das wir angesprochen haben, kurz die 3. Erscheinung des Engels mit der heiligen Kommunion. Dann dieselbe ganz wichtige Lehre unserer Mutter Gottes, wie wir die heilige Kommunion empfangen als Sühnekommunion. Das ist das Zentrum eben der Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen. Der Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen ist nichts anderes als eine Einübung, die heilige Kommunion würdig und heilig zu empfangen. Mit anderen Worten, den Heiland im Moment der tiefsten Vereinigung hier auf Erden mit ihm wirklich eben zu lieben, uns ihm hinzugeben und ihn so zu empfangen, wie er es wünscht. Das ist die Sühnekommunion. Das heißt, die Kommunion im Geiste eben der Wiedergutmachung. Der Heiland kommt jetzt auf mich zu, in diesem Augenblick in der heiligen Kommunion. Und ich stehe vor ihm als derjenige, der bereits gestern noch die verschiedenen Dornen hatte und ihm schon ins Herz gestoßen und ins Haupt gestoßen hat. Und jetzt kommt der Heiland zu mir und möchte sich mit mir vereinigen. Da stehe ich mit meinen Dornen. Die Dornen, die mir schon der Teufel vorbereitet hat durch den letzten Film oder das Handy, wo ich allen möglichen Käse habe oder irgendwelche Gespräche oder irgendwelche dummen Gedanken. Und in diesem Augenblick, was ist die Sühnekommunion? Ich sehe den Heiland auf mich zukommen. Ich sehe meine schmutzigen Hände. Ich sehe die Dornen, die ich bereits da habe und vielen anderen. Und ich sehe, dass in diesem Augenblick der Heiland so sehr beleidigt wird von so vielen Menschen.
Und insbesondere, was ihn am meisten eben traurig macht und was ihn am meisten schmerzt, ist seine geliebteste Mutter, seine allergeliebteste Mutter, die ihr unbeflecktes Herz in reinster Liebe und Barmherzigkeit den Menschen schenkt, so behandelt wird, so furchtbar behandelt wird, so viele Dornen bekommt. Dornen von Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit, Vergesslichkeit von Seiten ihrer treuen Diener und Dornen des Atheismus, der Abweisung, der Verachtung, der Lästerung von denen, die sie nicht mehr kennen, von ihr abgefallen sind oder sie überhaupt nie gekannt haben. Und dann stehen wir vor dieser Wirklichkeit. Und jetzt soll ich diesen Heiland, diesen König, meinen Herrn und Gott, von dem ich alles habe und der alles für mich ist, in meinem Herzen empfangen. Und ich bin einer von denen wenigstens gewesen. Deshalb die Sühne, Wiedergutmachung. Gott, den Heiland trösten. Der Engel sagt am Schluss, wenn er sagt, nehmend, empfanget den heiligsten Leib, das kostbare Blut. Sühnet die Sünden, tröstet euren Gott. Ich darf den Heiland trösten, ich darf die Mutter Gottes trösten und so ein Vollkommen ab der Liebe entwickeln im Augenblick, im wichtigsten meinem Leben, in der Heiligen Kommunion. Wenn dann in Tui, in der letzten großen Manifestation von Fatima, wenn die Schwester Lucia die Vision der heiligsten Dreifaltigkeit sieht und dann den gekreuzigten Herrn und eben dann vor seinem Herzen und vor seinem Haupt sehen wir den Kelch mit der Hostie und das Blut strömt vom Haupt und vom Herzen Jesu auf die Hostie und durch die Hostie hinein in den Kelch. Das ist ein Katechismus, der uns alles sagt, alles erklärt, was das Konzil von Trient eben über die heiligste Eucharistie gesagt hat. Was die großen eucharistischen Heiligen und Mystiker uns über das Geheimnis Jesu im Allerheiligsten Sakrament erklären. Und was genau im Modernismus durch die neue Messe und durch diese neue Auffassung der Eucharistie eben vergessen, verachtet oder gar geleugnet wird. Welch eine Lehrmeisterin ist unsere liebe Frau in Fatima. Sehen Sie, Fatima ist etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. In so einfachen Worten, so einfachen Bildern und Gesten ist so viel, so unsagbar viel drin. Und es gibt noch andere, wir haben kurz gesprochen über das Fegfeuer, wo die Mutter Gottes einen Satz sagt, aber alles sagt. Oder eben andere wichtige Punkte, die zum Beispiel mit dem Sonnenwunder in Fatima in Verbindung stehen. Das Licht, das Geheimnis des Lichts kommt in Fatima immer wieder vor. In diesem Licht, der Engel erscheint, er war ganz Licht. Unsere liebe Frau erscheint und die Lucia konnte nicht anderes sagen, era de luz. Sie war ein Lichtwesen. Das Licht der Wahrheit, das Licht Gottes, das eben durch Maria in die Herzen gesenkt wird. Dieses Licht und dann eben das Sonnenwunder. Die apokalyptische Frau mit der Sonne umkleidet, das Sonnenwunder. Alle diese Wirklichkeiten sind Teile des schönen, tiefen, allertiefsten Katechismus unserer lieben Frau. Und ich muss jetzt das ein bisschen zusammenfassen, weil es gibt noch vieles zu sagen. Was ist dann das alles, das Fatima, wo kommt alles zusammen? Wo kommen diese ganzen Strahlen, diese ganzen Aspekte zusammen in eins? Wo ist die Quelle? Wo ist das Zentrum von Fatima? Wo ist das, woher alles kommt? Geist der Wiedergutmachung, Gott trösten, die Bekehrung der armen Sünder, die Weihe, die Hingabe, Gott im Zentrum, die letzten Dinge, Ewigkeit, alles das, Eucharistie und so weiter. Ich habe es schon angedeutet, es ist das unbefleckte Herz selber. Die Mutter Gottes, der Himmel, gibt uns das große Geschenk. Am 13. Juni, dass die Mutter Gottes nicht nur wie in anderen Ereignissen wie vorher über ihr Herz spricht, dass sie ihre Heiligen sprechen lässt, vom heiligen Jean Eudes angefangen, Claude de la Colombière und viele andere Heiligen und Heiligen, die eben durch die Jahrhunderte hin, seit dem 16. Jahrhundert, eben immer tiefer, immer herrlicher über das heiligste, über das reinste Herz Mariens sprechen.
Die Ikonografie, die bereits das unbefleckte Herz uns weitergibt und die Häuser, die mit dem Bild und des unbefleckten Herzens Mariens sich schmücken, meistens dargestellt ein Herz mit dem Rosenkranz, der Kranz der Rosen, der das Herz schmückt und dann manchmal eben auch mit den Schwertern, die das Herz eben durchdringen, eben die das schmerzvolle Herz Mariens bezeichnen. In Fatima zum ersten Male dürfen die Menschen ihr Herz sehen. Genau wie das heiligste Herz Jesu in Paray-le-Monial einige Jahrhunderte vorher, so zeigt sie jetzt ihr Herz der Welt. Das heißt, jetzt will der Himmel sein großes Geheimnis ganz eröffnen, möchte alles geben. Alles, was jeder Himmel geben kann. Und das haben wir versucht, im letzten Vortrag kurz anzusprechen. Was will der Himmel geben? Was hat Gott gegeben? Gott hat alles gegeben, hat sein ganzes Leben gegeben, sein ganzes göttliche Leben. Das nennt man die Gnade. Das ist das göttliche Leben, insofern es zugänglich ist zu uns. Es ist die Einwohnung Gottes selbst, der heiligsten Dreifaltigkeit in unserer Seele. Es ist die Sendung des Heiligen Geistes, der die Liebe Gottes selbst ist in unsere Herzen. Mit dem heiligen Paulus, die Liebe Gottes, Gott ist die Liebe, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Aber es gibt, wie der heilige Maximilian eben uns ganz klar erklärt, in einer tiefsten Weise. Und deshalb habe ich gesagt, wenn auch Maximilian Kolbe nicht oft das Wort benutzt, unbeflecktes Herz Mariens, wenn auch Maximilian Kolbe das Wesen der Botschaft von Fatima nicht kennen konnte, weil er bereits 1941 eben sein Leben hingegeben hat, so hat er vielleicht als einer der tiefsten, wenn ich so sagen, Mystiker des Anfangs des 20. Jahrhunderts eben das Geheimnis des unbefleckten Herzens uns erklärt. Das ist seine Antwort. Wer bist du, o Immaculata? Und dann erklärt er, dass eben Maria, die Immaculata, und genau ihr innerstes Wesen symbolisiert durch ihr Herz. Genau die Immaculata ist die einzige, die ganz und gar alles empfangen hat, was je Gott gegeben hat. Warum? Weil sie nie ein kleinstes Hindernis dem entgegengestellt hat. Nur weil sie allein Immaculata, unbefleckt war. Deshalb gab es bei ihr kein Zögern, gab es bei ihr kein Zweifeln, gab es hier nicht einen einzigen Augenblick sogar, dass man irgendwie gewartet hätte oder dass man nicht voll und sofort ganz und gar geantwortet hätte. Dass irgendwo ein Missklang da war, keine Sünde, auch nicht keine Unvollkommenheit, sondern ganz, ganz heiligste Offenheit und Bereitschaft, wie symbolisiert durch den schönsten Kelch, der ganz Gott offen gegenüber ist, wo nicht einmal ein kleinster Fleck von Staub darin ist, sondern alles ganz arm, ganz einfach, ganz demütig, ganz offen, ganz rein. Und Gott konnte in diese Seele, in dieses Herz alles legen. Alles. Und das hat er getan. Das hat er getan im Augenblick ihrer unbefleckten Empfängnis. Das hat er von Neuem, wenn ich so sagen, getan, indem er selbst gekommen ist und Fleisch geworden ist. Der Vater seinen Sohn gesandt hat und in Maria Fleisch aus ihrem Fleisch, Herz aus ihrem Herz, Blut aus ihrem Blut, aus ihrem reinsten Blut geformt hat. Und so wurde Maria der heiligsten Dreifaltigkeit zugesellt, als gleichsam der Tempel par excellence der heiligsten Dreifaltigkeit. Das ist ihr Herz. Das wird übrigens angesprochen in der wunderbaren Oration des Festes des unbefleckten Herz Mariens, die wir heute Morgen die Heilige Messe gelesen haben. Meine Lieben, das muss man betrachten. Und nun, was bedeutet Fatima? Fatima bedeutet, dass eben Gott ihr das geschenkt hat. Sie ist voll von allem dem. Und nun, bisher war man sich sicher, ihr ganzes Leben war eben, dass sie mitwirken durfte. Diese Gnaden, die der Heiland am Kreuz für uns verdient hat, sind alle zunächst einmal in ihr unbeflecktes Herz in sie hineingeflossen. Alle ausnahmslos. Aber nicht nur für sich, sondern für alle diejenigen, die sie unter dem Kreuz als ihre Kinder bekam. Als ihre Kinder annehmen musste und annehmen sollte. Und das hat sie getan. Unter dem Kreuz hat sie still ein zweites Ja-Wort gesprochen. Sie hat den Austausch, wie die Heiligen sagen, angenommen. Ein schmerzlicher Austausch. Anstatt des reinsten, heiligsten, göttlichen Sohnes Kinder zu bekommen, die revolutionäre Mörder,
gleichgültig sind und dauernd eben den Heiland und sich selbst beleidigen. Und jetzt, von diesem Augenblick an, kommt die Zeit der Mittlerin aller Gnaden, dass sie eben diese Gnaden ausspendet, wem sie will, wann sie will, wie es der heilige Bernhard so schön sagt. Und wie derselbe Heilige sagt, so war es der Wille Gottes, dass alles, das Gott uns schenken wollte, er uns durch Maria schenken wollte. Was ist dann also Besonderes in Fatima? Das hat die Mutter Gottes natürlich durch die Zeiten hindurch getan, in Überfluss, wie wir schon gesehen haben am Anfang unseres Einkehrtages heute, durch alle ihre Erscheinungen, durch die vielen, vielen, vielen heiligen Stätten, durch diese wunderbaren Heiligtümer, die alle von diesem zeugen, dass die Mutter Gottes von ihrer Überfülle an ihre Kinder eben geschenkt hat. Gnaden der Bekehrung für ganze Länder, Gnaden der Beharrlichkeit für andere Länder und Kontinente, für die Einzelnen, für die ganze Gesellschaft und so weiter. Und jetzt kommt Fatima. Fatima steht ihr Herz da, schaut, das ist es. Das ist das letzte Wort Gottes an die Welt. Das sind die letzten großen Geheimnisse. Das schenkt euch Gott. Der einfachste Weg, der dir die Sicherheit gibt, dass er dich zu Gott führt. Wie auch die Zeiten aussehen mögen. Gott gibt uns dieses letzte Mittel nicht nur aus dem Grund, weil diese Zeiten die furchtbarsten sind. Furchtbare Zeiten brauchen besondere Gnaden. Die schlimmsten Zeiten sind die letzten Zeiten. So wird Gott eben, wie er versprochen hat, weil er versprochen hat, dass immer die nötigen Gnaden gegeben werden, damit wir gerettet werden, muss er also seine Gnadenfülle besonders ausgießen. Sonst haben wir keine Chance. Aber wie er sie ausgießt, ist so wunderbar. Indem er sie alle in dieses eine unbefleckte Herz legt. Und was müssen wir nun tun? Wir müssen nun erstens mal sie kennen. Gott möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen mich kennen und mich lieben. Sie spricht von ihrem unbefleckten Herzen. Das ist eben der Auftrag, den wir bekommen in diesen letzten Zeiten. Aber zuerst einmal müssen wir Maria kennen. Um Maria in ihrem unbefleckten Herzen zu kennen, müssen wir immer wieder das betrachten, was sie uns sagt. Ihre eigenen Worte sind die besten. Ihr Katechismus ist die beste Weise, eben einzugehen in diese Wirklichkeit. Und da braucht es zunächst einmal eine ganz klare Disposition. Es braucht eine kleine Vorbereitung unsererseits. Schauen Sie, wenn Sie nach Fatima kommen, sehen Sie unsagbar viele Pilger. Die pilgern zur Mutter Gottes und küssen wahrscheinlich den Boden und alles Mögliche, was sie dort finden. Aber ich meine, es ist sehr, sehr, sehr berührend. Und die Mutter Gottes wird für jeden kleinen Kuss und für jedes kleine Stoßgebet dieser Menschen sicher Gnaden schenken. Aber die Mutter Gottes möchte doch viel mehr geben. Und wenn wir hier jetzt die Gnaden bekommen haben, ihr Herz besser zu verstehen, ihrem Herzen uns mehr zu nähern, weil wir eben durch die Tradition vorbereitet worden sind. Ohne das kann man Maria überhaupt nicht mehr verstehen. Wenn ein Mensch nicht mehr weiß, worum es geht in der Welt, wenn ein Mensch modernistisch geprägt ist, dann kann er Fatima nicht verstehen. Dann kann er nur das verstehen, was die Modernisten daraus machen. Ein Ort, wo ich meine Sorgen hinbringen kann, gleichsam eine Versicherungsgesellschaft, Fatima und Compagnie, wo sie einfach hingehen und etwas tun und dafür kriegen sie etwas zurück. Ich meine, es ist schön, es ist lieb, wenn die Menschen nicht mehr anderes haben, aber die Mutter Gottes will noch viel mehr geben. Und das müssen wir jetzt noch ein wenig tiefer betrachten. Und das ist eigentlich das Wesentliche, was wir aus diesem Einkehrtag mitnehmen sollten. Uns ins Herz Mariens selber zu begeben. Das ist, was sie will. Wenn sie ihr Herz schenkt, dann möchte sie, dass wir es empfangen. Zunächst einmal muss ich es empfangen, aber ich kann das Herz nicht empfangen, wenn ich voll bin mit allem Zeug. Deshalb gibt die Mutter Gottes uns ein weiteres Beispiel, was ganz, ganz wichtig ist in unserem Leben. Schauen Sie, gehen wir noch mal kurz nach Fatima. In Fatima begegnet uns etwas ganz Eigenartiges. Wir haben es am Anfang schon gesagt. Uns begegnet ein unheimlicher Rummel mit den ganzen Hotels drumherum und das Heiligtum, wo ununterbrochen Musik gemacht wird, wo ununterbrochen gesungen wird, wo ununterbrochen etwas los ist und so weiter. Also in der Regel, es gibt Ausnahmen. Es gibt natürlich auch dann das Fatima, das habe ich jetzt nicht im Auge, der Kampfplatz, nicht? In Fatima begegnen sich krasser Modernismus mit der Tradition auf demselben Platz.
Stellen Sie sich vor die Mutter Gottes, schauen Sie nach rechts, schauen Sie nach links. Da sehen Sie zwei Welten. Sie sehen die schöne Mutter Gottes, die Fassade unserer lieben Basilika, wo die Kinder in Fatima eben ihre Überreste ruhen. Und dann schauen Sie rechts und sehen Sie ein gotteslästerliches, hässliches Kreuz und dieser komische Tempel, den man dahin gebaut hat. Das ist ganz klar. Aber davon möchten wir jetzt nicht sprechen. Es ist wichtig, dass man eben nach Fatima kommt, so wie es die Mutter Gottes es gewünscht hat. Sie erschien 1917 und sie bleibt dort, ihre Statue. Ihre Statue ist dort, seit sie gemacht worden ist, in den 20er Jahren, immer an derselben Stelle. Und drumherum haben sie alles Mögliche gemacht. Haben sie ein komisches Gebilde gebaut, haben sie einen Klotz hingestellt, der benutzt wird für diese vielen, vielen neuen Messen. Da tanzt man um sie herum und sie steht da still. Und sie ist da. Sie rührt sich nicht. Es ist interessant, wir müssen eingehen auf die Strategie des unbefleckten Herzens. Da können wir einen Eingang finden. Was ist die Antwort der Mutter Gottes auf all das, was in Fatima geschieht? Diesen ganzen Modernismus, den wir uns ansehen müssen. Diese furchtbaren Symbole, freimaurischen Symbole, die die Mutter Gottes im Auge hat, wenn sie nur durchgeht bis zu der Wand am Schluss, dann haben sie eine sogenannte Weihnachtskrippe, die ein einziges gotteslästerliches freimaurisches Gebilde ist. Und dann alles andere, was wir sowieso wissen. Das macht die Mutter Gottes nun seit 50 Jahren durch und ist da in tiefstem Schweigen. Wir würden ja gerne was anderes tun. Die Mutter Gottes ist Zeugin von den Handkommunionen, von diesem ganzen ökumenistischen Zeug, von allen diesen Dingen, die von ihr solche Verrücktheiten erzählen. Und doch ist sie da und sie schweigt. Es ist sehr, sehr wichtig. Unsere liebe Frau in Fatima gibt uns eine Strategie. Die Strategie, wie wir sie kennenlernen müssen. Und deshalb ist es sehr wichtig, ganz Fatima zu kennen. Sie ist schweigend da. Sie hat schon alles gesagt. Und das Erste, was wir hier lernen müssen, ist die Wahrheit. Die Wahrheit über Fatima. Michel de la Trinidad hat die 3 Bände geschrieben, die ganze Wahrheit über Fatima. Unsere liebe Frau hat uns so viel zu sagen. Solange ich nicht daran interessiert bin, was die Mutter Gottes wirklich gesagt hat und mir das zu eigen nehme, bin ich gleich ein Kind, das eben in den Katechismus geht und im Katechismus schläft und ein bisschen rumschaut und 2, 3 Sätze lernt, damit der Pater zufrieden ist oder der Katechist und nach Heim geht und dann hat er nichts gelernt. So sind wir, wenn wir die Mutter Gottes so behandeln, indem wir ihre schöne Statue in unserem Hause haben, vielleicht nach Fatima pilgern, aber eigentlich gar nicht wissen, was sie gesagt hat und was da geschehen ist. Von der ersten Engelserscheinung an bis zu ihrer letzten Erscheinung in Tui. Wenn wir verstanden haben, dass Fatima die Zusammenfassung aller Ereignisse von Fatima ist. Hier baut die Mutter Gottes selber, wenn ich so sagen kann, aus den vielen Mosaiksteinen aller ihrer bisherigen Erscheinungen und Wunderwerken all über der Welt, baut zusammen aus diesem Mosaik das berühmte Gesamtbild. Das Gesamtbild, nämlich sie selber, wer sie ist in aller ihrer Größe und Herrlichkeit und Macht. Und wenn ich dieses Gesamtbild nicht wirklich interessiert, dann habe ich keinen Zugang. Ich möchte, dass die Menschen mich kennen. Aber du kannst nicht machen, dass die Menschen sie kennen, wenn du sie selbst nicht kennst. Denn niemand kann weitergeben, was er nicht selbst kennt und hat. Und das ist wichtig, dass wir, meine lieben Freunde, eine ganz wichtige Lehre daraus ziehen. Fatima muss für mich eine große Wirklichkeit werden. Es wurde schon nun viel gesagt und geschrieben über Fatima. Sie können sich die ganzen Texte aus dem Mitteilungsblatt zusammenlesen, aber Sie können Maria nicht studieren. Sie können einem Kind nicht sagen, lern deinen Katechismus, wenn hier die Musik laut läuft, wenn hier bereits der Freund da ist mit seinen Spielzeugen und wenn hier ein großes Mittagessen und eine große Ice Cream vor der Nase steht, dann wird das Kind eben alles anderes tun als den Katechismus lernen. Da muss man einfach mal diese ganzen Dinge in den Schrank tun und sagen, still. Jetzt setz dich mal hin und sei mal ein bisschen still und lese das in aller Ruhe. Und diese Ruhe, das ist es, in allem Frieden. Der Engel von Fatima, in dem er erscheint, ist das Engel des Friedens. Und das ist Fatima. Sie gehen nach Fatima und verlassen diese großen Rummel der
Kovadairia und gehen zur Erscheinung des Engels und dann zur berühmten Valinius, wo die Mutter Gottes am 19. August erschienen ist. Auf einmal wird es ganz still. Auf einmal wird es ganz natürlich. Auf einmal wird es ganz einfach und arm. Da gibt es nichts. Da gibt es diese Statue des Engels, der den Kindern die Kommunion gibt, und sonst ist es einfach ein Olivengärtchen. Und alles andere drumherum ist genauso, wie es vor 100 Jahren war. Und alles ist so voller Stille. Nichts Besonderes. Einfach die Pflanzen, die da sind, diese alten Bäume, diese Olivenbäume, und da hat sich's schon. Und da ist der Engel. Das wählt die Mutter Gottes. Der Ort des Friedens und der Stille. Und diese Stille ist ein Symbol der Stille und des Friedens, der in deiner Seele leben muss. Denn sonst kann der Engel dir nichts sagen und die Mutter Gottes. Das ist die Lehre unserer lieben Frau. Diese Stille unserer lieben Frau öffnet uns, wenn wir diese Stille eintreten lassen, in unsere Seele. Das ist es. Es ist so wunderbar. Die Mutter Gottes ist immer überall, auch hier, die stille Statue, immer still. Können Sie nicht sich das vorstellen? Ich habe schon gesagt, als ich das erste Mal nach Fatima komme, sage Mutter Gottes, schlag diese blöden freimaurischen Bilder zusammen, mach ein Wunder und zertritt diesen Tisch, der da vor dir ist, in 2 Teile, dass man da die neue Messe nicht mehr lesen kann. So habe ich gebetet. Die Mutter Gottes hat mich nicht erhört, nicht? Im Augenblick, ja, sehen Sie. Wir würden so gerne, wir würden der Mutter Gottes sagen, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun, nicht? Aber so macht sie nicht. Sie tut nichts. Das ist ihre Strategie. Scheinbar tut sie nichts. Sie erlaubt, dass Fatima und übrigens alle anderen Erscheinungsstätten in der Welt, geht es ja über dasselbe, Lourdes, La Salette, genau dasselbe, ist gleichsam eine Invasion des Feindes, der Modernismus herrscht und regiert und verbreitet sich, und sie ist da. Ja, wie ist es möglich, dass die Mutter Gottes 50 Jahre lang überall auf der Welt diese Sakrilegien mitmacht, diese Zeremonien und diese Häresien, die sie da hören muss. Und sie sagt nichts. Warum sagt sie nichts? Und das ist doch, wie ist es denn? Schweigen meint nicht immer, dass man einverstanden ist, wie das manchmal das Wort sagt, qui tacet consentire videtur, sondern es gibt ein Schweigen, das uns auf Calvaria führt. Das Schweigen unseres Heilands in seiner Passion. Er öffnete nicht seinen Mund, nicht. Er sagte kein Wort mehr. Er verteidigte sich nicht. Er ließ die Schächer machen mit ihm, was sie wollten. Von der Gefangennahme bis zu seinem Tod am Kreuz. So hat Christus uns das Beispiel gegeben. Hier ist genau dasselbe. 50 Jahre Geschichte der Kirchenkrise, dieses immer schlimmer in der Welt und der Kirche, das ist eigentlich wenig im Vergleich zu dem, was am Karfreitag geschehen ist, mit dem Gottesmord. Nun aber wissen wir ja nach der Apokalypse und nach den Worten des Heilands über die letzten Zeiten, wie die Väter und die Kirchenlehrer es manchmal erklären, dass der Karfreitag wiederholt wird in den letzten Zeiten. Es wird der Karfreitag der mystischen Braut Christi, seiner Kirche sein. Und deshalb wird die Karfreitagsreaktion des Heilands und seiner Mutter ebenfalls sein. Schweigen. Er hängt schweigend am Kreuz und sie steht schweigend unter dem Kreuz. Damals wie heute. Sehen Sie, in Erwartung der großen Geheimnisse, die kommen, die er selber in der Hand hat, die eben den ewigen Triumph vorbereiten. Den Triumph des unbefleckten Herzens, wie einst sein Triumph der Auferstehung. Der Heiland hat vorher alles gesagt in seinem öffentlichen Leben. Es war nichts mehr zuzusagen. Es wurde nichts mehr zu erklären. Er hat alles erklärt, als die Passion kam. In Fatima, übrigens auch in Lourdes, La Salette und überall, in Quito, in der Rue de Bac, hat unsere liebe Frau auch alles schon gesagt. Es braucht nichts mehr erklärt zu werden. Die wichtigen Dinge sind bereits gesagt. Und wenn man auf meine Bitte nicht hört, dann wird eben alles so kommen. So hat sie alles erklärt. So, und nachdem eben ihre Bitten nicht gehört worden sind, ist es alles so gekommen. Und was wird sie dann tun? Was wird sie dann tun? Nobles, ein ritterliches, heiliges Schweigen. Das ist es. Und damit möchte sie uns sagen, was wir tun sollen.
das ist ja genau das, was uns fehlt. Was ist unsere Reaktion? Wie verhalten wir uns? Wir lassen uns unseren Frieden unserer Seele für ein Nix nehmen. Wir kümmern uns um Dinge, die uns nichts angehen, und deshalb wird alles verworren. Wir werden die Richter über die Lebendigen und die Toten, das heißt, angefangen vom Generaloberen, über den Distriktsoberen, über den Pater Prior, über unsere Nachbarn, und dann wird losgeschossen, nicht wahr? Also wie kann das sein? Dann geht es los mit dem Papst und den Bischöfen oder der Kirche, und dann geht es also rund, nicht? Und dann, nachdem man mal 10 Stunden diskutiert hat und 20 Stunden sich alle diese Internetkönige sich angeguckt hat, im Internet, die einander so bekämpfen, dann geht man ins Bett, hat nicht gebetet, hat keine Ruhe im Frieden, alles ist bitter, alles ist schlecht, die ganze Welt ist elend. Und dann kommt noch die nächste furchtbare Botschaft von Rom, und dann kommt die nächste furchtbare Botschaft vom letzten Tsunami oder vom letzten Wirbelsturm, der so viel zerstört hat, und dann werden wir mürb, dann werden wir müde, dann werden wir durcheinander gebracht. Und um uns daraus zu retten, dann ziehen wir uns ans Telefon und dann wird geschwätzt. Weißt du. Und dann geht's. Und dann, statt dass wir jetzt uns trösten lassen von unseren Nachbarn, unseren Freunden, sieht es dann nachher noch schlimmer aus, nicht? Also, das ist es so, wie unser Leben oft aussieht. Kein Friede der Seele mehr. Alles ein dauerndes Geschrei und Geschwätz, in das wir ununterbrochen hineingehen und das Wichtigste vergessen. Wie wichtig ist es, dass wir uns doch mal richtig ganz in aller Ruhe eine Fatima-Statue, so wie sie in der Kirche haben, in aller Ruhe anhängen. Die immer gleiche Statue, immer das gleiche Lächeln, immer das gleiche Herz sich uns schenkend, immer dasselbe, immer die Gäste des Gebetes, immer dasselbe, immer dieselbe Botschaft. Nun müssen wir diese Botschaft lesen. Wenn wir die Fatima-Statuen uns ansehen, dann können wir noch schweigen und dann uns in Erinnerung zu rufen, alles, was sie uns gesagt hat, in Fatima und in vielen anderen Orten. Und was sie in Fatima uns gesagt hat, diese ganz einfache Katechismus, auf einmal wird alles wieder licht und klar. Und deshalb ist es wichtig, ich möchte nicht mich hinablassen auf die Ebene dieser dauernden, schreienden und brüllenden und seelenzerstörenden, Kämpfe. Diese Kämpfe unter uns, die unter uns geschehen, wo wir einander kritisieren, wo wir Urteile fällen, wo wir hin und her rennen und der und das und jenes. Das ist alles in Fatima gleichsam widerlegt. Unsere Haltung, die vielleicht die schwerste ist, um Fatima wirklich zu verstehen, ist die Haltung der stillen Fatima-Statue. Das heißt Stille. Wir sollen uns eben wieder aufmachen und das Wichtige leben. Das bedeutet, meine lieben Freunde, dass wir hier in die Strategie unserer lieben Frau von Fatima eingehen müssen. Konkret heißt das, dass wir uns wirklich vornehmen müssen, selber wieder still zu werden. Wir müssen uns vornehmen, das innere Gebet, das bedeutet eben diese Herzenshaltung, die eben sich befreit von diesem Hin und Her, sondern ganz eben konzentriert zu sein auf diese ganzen großen, wirklichen Dinge. Dann tut wir viel, viel mehr für uns und für andere. Wenn Sie also ganz konkret einmal am Morgen früh aufstehen und statt dass Sie mit dem linken Bein aus dem Bett gehen und ein bisschen zu spät mit Ihrem Kopf schon anfangen rumoren und dann geht's los und dann kommt der Tag und dann rennen Sie in den Tag rein, ich muss das schaffen, das was und am Schluss ist man völlig abgehetzt wie ein wildes Tier, das irgendwo verfolgt worden ist, hat man kein Gebet gemacht. Ja, Pater, ich bin so zerstreut im Gebet. Natürlich kann ich mehr beten. Ich kann mich nicht sammeln, wenn ich den ganzen Tag eben herumgerannt bin mit allen möglichen Dingen. Das ist nicht, was die Mutter Gottes will. Wir müssen wirklich den Mut haben, abzuschalten. Abzuschalten das, was die Mutter Gottes nicht wünscht. Abzuschalten, zurückzustellen wenigstens eben das, was uns nichts nützt und nichts hilft. Was nützt uns nichts, es hilft, sind die Rumdiskutierereien. Dass ein Familienvater, eine Familienmutter sich um die Sorgen der Familie kümmern muss, das ist ja ganz selbstverständlich, das ist eine Standespflicht.
Aber der Familienvater hatte nicht die Pflicht, sich um die Familie des Nachbarn und des Übernachbarn und seines fernen Cousins und seines Pfarreimitglieds zu kümmern. Ein Gläubiger, der hier in die katholische Kirche kommt, um sich zu heiligen, soll an der Messe teilnehmen, soll sich freuen, dass die traditionelle Messe ist. Das ist seine Pflicht und Aufgabe, soll sich darauf konzentrieren. Und die Leute, die nebendran im Ding sind, dass der schlecht angezogen ist oder dass der bei der Predigt schnarchelt oder dass der andere eben stinkt oder der andere falsch singt, das ist alles Quatsch. Und das ist das, was uns aufregt. Und natürlich der Pater zu lang predigt oder zu still predigt oder zu laut predigt oder viele Fehler macht mit seinem komischen Deutsch oder wie immer. Ja, sehen Sie, das ist das, was uns durch den Kopf geht. Wir sind aufgepasst auf alle diese Dinger. Und das will die Mutter Gottes einfach nicht. Schauen Sie. Und dann kommt natürlich noch was ganz Wichtiges. Rom. Hat der Bischof, was macht der Bischof wieder? Was macht der Generalobere? Ist er in Rom? Was macht er? Hat er mit dem Papst gesprochen? Hat er einen Kardinalhut schon bekommen? Hat er das? Seit 6 Jahren geht es jetzt schon so. Seit 6 Jahren haben viele, ich bin Zeuge, haben viele unserer treuen Gläubiger ihren Glaubensgeist, ihren Kampfgeist, ihre Liebe zu Gott aufgegeben und sind in diese teuflische, wenn ich so sagen kann, Reiberei eingezogen und haben sich, wie gesagt, zu Richtern gemacht. Und auf diese Weise haben sie so viele Gnaden verloren, einschließlich Priestern. Und stattdessen ist alles genau, die Mutter Gottes hat uns bewahrt, durch alle Kliffe und alle Stürme hindurch. Was brauchst denn mehr? Dieses Vertrauen, dieses blinde Vertrauen auf sie. Schauen Sie, meine lieben Freunde, wir müssen einfach uns klar werden, die Mutter Gottes hat in unsere traditionellen Gruppen ihre Schätze gelegt, weil sonst nirgendjemand praktisch sie noch erkennt. Und so möchte sie doch jetzt, wo ihr diese Gaben bekommt, empfangt sie doch, meine lieben Kinder, von mir. Vertraut mir doch. Ich werde euch durch die Zeiten führen. Nicht ihr selber und eure Diskussionen und das ganze Ding, das euch immer durcheinander bringt. Aber dazu müssen wir unbedingt eben die Zeit haben für die Mutter Gottes. Aus diesem Grunde, Maria zu kennen, zu lieben und sie kennen zu machen, ist es so wichtig. Schauen Sie, jedermann hat ein paar Minuten. Es ist so erfrischend. Wenn Sie zum Beispiel, ich möchte mal eine Werbung machen, kaufen Sie mal endlich meine Bücher und wenn Sie dann nehmen Sie einmal 2 Seiten und dann lesen Sie mal in aller Ruhe durch, nicht? Was Sie da durchlesen in den 2 Seiten, da haben Sie mit Sicherheit entweder die Mutter Gottes oder über hier im 2. Band über die Kinder von Fatima und überlegen Sie sich einmal. Nehmen Sie sich das ganz, saugen Sie sich das ein, was da die Mutter Gottes sagt. Überlegen Sie es kurz, meditieren Sie ein wenig. Dann, wenn Sie so den Tag anfangen, haben Sie sich dem Mutter Gottes Herz genähert, haben Sie besser erkannt, dann brauchen Sie nur noch ein Stoßgebet machen. Maria, Mutter Gottes, Herz Mariens, unbeflecktes Herz Mariens. Ich will diesen Tag ganz und gar in dir begehen. Ich will mit dir sein. Ich will dich in meinem Tag, das, was du von mir willst, was ich tun. Wenn ich das tue und dann die berühmten Stoßgebete, von denen ich heute Morgen gesprochen habe, die wir schön zusammenfassen in das herrliche Gebet, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Oder auch in das Gebet des Engels von Fatima. Schauen Sie, liebe Freunde, dann wird Ihr Tag gelingen. Dann werden die Stürme an Ihnen vorbeigehen. Dann wird Ihr Herz besonders von der Mutter Gottes eben bewahrt sein. Weil dieses Herz, dieses armselige kleine Herz sich der Mutter Gottes gegeben hat. Oder mit anderen Worten, ich habe meine kleinen, schwachen, schmutzigen Händchen in die herrlichen, unbefleckten Hände der Mutter Gottes gelegt und lasse mich von ihr führen. Das ist nämlich die Zeit haben für Sie. Und wenn wir das nicht haben, dann werden wir oberflächlich und dann wird auch unsere Fatima-Verehrung oberflächlich. Es gibt leider Gottes in der Tradition viele, viele Menschen, die der Fatima verstehen. Wir machen eine schöne Prozession, wir singen mal ein paar Lieder, wir beten mal den Rosenkranz, wir haben ein paar schöne Fatima-Andachten und dann hat sich's. Das ist es nicht. Das ist nur, wie ich Ihnen gesagt habe, die Hingabe. Man kommt zum Herzen, man kommt zum Tempel, aber vor dem Tempel zu stehen, nutzt nichts. Ich muss hineingehen, ich muss in das Heiligtum eintreten. Wenn ich schon hingegangen bin, warum vor dem Tempel stehen zu bleiben und einfach wie man früher gemacht hat, sind die Leute zur Messe gekommen und haben, weil es zu lang ging, draußen ihre Zigaretten geraucht oder oben auf der Empore Karten gespielt.
So hat es mir wenigstens mein Papa gesagt, wenn ein Pfarrer seine Predigt zu lang war, so ging es dazu. Aber das ist nicht Fatima, das ist nicht unsere Antwort. Sehen Sie, liebe Freunde, aus diesem Grunde ist die Wirklichkeit, die die Mutter Gottes uns eben in Fatima gibt, eben sehr, sehr entscheidend. Diese Wirklichkeit ist die Wirklichkeit des heiligen Schweigens, der heiligen Sammlung. Und dazu lädt die Mutter Gottes überall ein. Ihre Gestalt, ihr Wesen, ihre Fatima-Statue, besonders die Sie zu Hause haben, oder das Bild des unbefleckten Herzens, ist eine Einladung zur Stille und zur Schweigen. Komm zu mir, sagt die Mutter, verweile ein wenig bei mir, mein Kind, ich lehre dich. Und sie kennt unsere Sorgen und sie kann alles und sie wird auch alles zum Besten wenden, wenn wir auch wirklich den Mut haben, zu ihr zu gehen und auch dann den Mut haben, eben nicht zu sehr uns mit diesem Zeugs der Welt zu beschäftigen. Es gibt so viel unnützes Zeug, mit dem sich heute der Mensch beschäftigt. Die ganze Gesellschaft ist darauf hin, der Big Brother sagt, ich muss immer unterbrochen wissen, was irgendwo in der Welt geschieht. Das wird zugleich so einer Manie. Nicht? Ich muss unbedingt wissen, wie das Privatleben aller Gläubigen hier in der Pfarrei aussieht. Ich muss unbedingt wissen, welchen neuen Mantel sich der Pater gestern gekauft hat oder irgendwas anderes. Ich muss unbedingt wissen, ob der Präsident von Amerika gestern geschwitzt oder gefroren hat. Solche Dinge. Nicht? Es ist einfach sie überladen mit all diesen Signalen von außen, machen es unmöglich, eben frei zu werden. Wir ersticken unsere Seele dabei. Und aus diesem Grunde ist es sehr wichtig. Und dann brauchen Sie bitte nicht zu kommen, na Pater, ich kann nicht betrachten, das ist zu schwer für mich. Mensch, du Dummkopf, nimm einfach mal ein Buch raus, kannst du lesen. Schön, dann lies es mal in aller Ruhe und überleg dir mal, was es bedeutet. Dann hast du schon Betrachtung gemacht. Das ist ganz einfach. Sehen Sie. So, meine Lieben, das ist die Wichtigkeit, eben zu Fatima zu kommen. Und nun vielleicht ein letztes Wort über dieses Schweigen. Was macht die Mutter Gottes dann? Sie wird uns eintreten lassen in ihr Herz. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass wir, wie der heilige Maximilian Kolbe so schön sagt, eine Welt kennenlernen, von der die Welt nichts kennt. Eine innere Welt, nämlich diese Welt des unbefleckten Herzens. Wenn der heilige Grignon de Montfort Maria vergleicht mit einem unsagbaren großen Meer, mit einer Masse von Meeren, von Ozeanen, und ihn vergleicht, dass alles, was diese Welt besitzt, einschließlich Engeln und Geisteswesen und Menschen, einfach zusammenfinden in einem kleinen Teich. Jetzt vergleichen Sie einen kleinen Teich mit einem so großen, unsagbaren Meer. Und das unsagbare Meer hat sich Gott für sich selbst reserviert. Das ist Maria. Sie ist eine Schöpfung à part, eine Schöpfung beiseite. Die Kirche gibt ja auch eine ganz besondere Verehrung, eine Hyperdulia, die bedeutet eben, dass sie über allen anderen Geschöpfen, sei es Engeln und Heiligen, eben gleichsam unendlich steht. Unendlich steht. Natürlich ist sie nicht Gott, sie ist nichts vor Gott. Aber im Vergleich zu den Geschöpfen sind die Geschöpfe nichts im Vergleich zu ihr. Und diese große Wirklichkeit, dieses große Herz, diese unendlichen Reichtümer, die möchte die Mutter Gottes uns mitteilen. Und was sind diese Reichtümer? Das ist, mein Lieben, genau das, was wir brauchen. Schauen Sie mal, was will die Mutter Gottes uns geben? Ein Beispiel. Sie gehen die heilige Messe. Sie möchten den heiligen Heiland empfangen, den Gott des Himmels und der Erde. Wie ist Ihre Vorbereitung? Wie ist meine Vorbereitung? Ein paar Gebetchen. Wir wollen es so gut wie möglich tun. Wir möchten uns konzentrieren. Wir gehen ganz fromm zur Heiligen Kommunion. Wir empfangen den Heiland in tiefster Ehrfurcht. Wir gehen zurück und sagen ihm 3 Minuten, dass wir ihn lieb haben und irgendwelche anderen schönen Worte. Dann haben wir nichts mehr im Kopf. Dann machen wir uns Gebetbuch auf und lesen ein paar Gebete, die Kirche in ihrer Barmherzigkeit uns gibt. Selig Christi, heilige mich und guter und lieber Jesus und so weiter und so fort. Dann machen wir das Gebetbuch zu und dann warten wir, bis die Kommunion fertig ist, weil so viele Leute zur Kommunion gehen und sitzt dann da und guckt rum. Oder man weiß nicht mehr, mit sich anzufangen. Das ist die Kommunion. Das ist das Empfangen des Königs des Himmels und der Erde, des Herrschers, der Herr. Gott, das ist überhaupt kein Vergleich. Ich meine, wie kannst du, Heiland, in ein solches Elend kommen? Und dann möchte ich einmal
ich wollte gerne einmal Gott lieben, wie er es gerne wünscht. Wie kann ich es machen? Ja, jetzt werde ich mich ganz besonders anstrengen. Jetzt mache ich 30 Tage Exerzitien, um mich auf eine ganz, ganz heilige Kommunion vorzubereiten. Tatsächlich, nach 30 Tagen Exerzitien wird meine Kommunion sehr froh sein, sehr fromm. Ich werde während einer halben Stunde voll und ganz mit dem Heiland verbunden sein, weil ich mich 30 Tage vorbereitet habe. Alle möglichen Akte des reinsten Glaubens, der tiefsten Hoffnung, der herrlichen Liebe ihm geben, mit allem, was ich bin und habe. Aber nach 30 Minuten bin ich trotzdem hungrig und muss dann frühstücken, nicht? Und dann habe ich es trotzdem wieder vergessen. Und selbst diese freudigen, feurigen Kommunionen nach heiligen, herrlichen Exerzitien, das geht meistens nicht lang. 2 Wochen, dann ist man beim alten Ratsch. Macht man da. Und jetzt auf einmal kommt jemand und sagt, komm, ich gebe dir mein Herz. Mein Herz ist alles nur Liebe. Es ist die größte Liebe. Es ist die Liebe, die alle Liebe der heiligsten, höchsten Seraphim, die Liebesengel sind. Die Engel, die Gluten der Liebe sprühen vor Gottes Angesicht. Die alle Cherubim und alle 9 Chöre der heiligen Engel unendlich übersteigt. Diese Liebe schenke ich dir, wenn du dich mir schenkst. Weihe dich mir. Weihe. Konsekratio. Das, was die Mutter Gottes in Fatima meint. Die Weihe an ihr unbeflecktes Herz ist die ganz Hingabe seiner selbst an ihr unbeflecktes Herz. Und diese Hingabe an ihr unbeflecktes Herz bewirkt, dass ihr Herz sich mir schenkt. Und in diesem Augenblick darf ich, wie der heilige Grignon de Montfort eben sagt, in seinem wunderbaren Traktat am Schluss, eben darf ich zum ersten Mal und ganz und gar den Heiland empfangen. In mein Herz kommt mein Heiland mit der größtmöglichen Liebe, die je auf Erden und im Himmel es gegeben hat und geben wird, nämlich mit der Liebe Mariens, ihres unbefleckten Herzens, mit diesem ganzen Feuer ihres unbefleckten Herzens, mit dem sie ihren Sohn liebt. Und das schenkt sie mir. Das ist ja Fatima. Das schenkt sie mir. Und nun, wenn die heilige Kommunion kommt, ich lade, weil ich ihr ja gehöre, das Herz Maria 1, komm Maria, komm, sei du, das Heiligtum, komm hinein in das dunkle Grab meiner Seele, wo alles so kalt, wo alles so leer, wo alles so dunkel ist. Komm mit deinem Licht, mit deinem Herzen. Und wenn der Heiland kommt, dann empfange du ihn in meinem Herzen. Dann empfange du ihn und gib ihm alle deine Ehre, alle deine Liebe und mit dir alle deine Heiligen und alle Engel zusammen, die da stehen und anbeten den Herrn, der kommt. Und dann kommt der Heiland in mein Herz. Und wenn das so ist, dann empfängt der Heiland in meinem armseligen, rumsligen und vergesslichen und nachlässigen Herzen alle Ehre und Verherrlichung. Omnis honore gloria. Weil er die Ehre und Verherrlichung Mariens, ihres unbefleckten Herzens selber findet. Dann ist meine Kommunion ganz vollkommen. Dann, solange ich im Schatten unter dem Schutzmantel oder noch viel besser in diesem Herzen gleichsam als kleiner Funke irgendwo bin, dann empfängt der Heiland selbst in meinem unwürdigen Herzen alle Ehre und Verherrlichung. Das ist das Wunder, das Maria in uns wirkt. Das ist die Verwandlung. Wir dürfen, so armselig wir sind, eben dem Herrn, ihm ebenbürtige, wenn ich so sagen kann, unsagbare, gleichsam unendliche Ehren schenken. Wir dürfen ihn lieben und danken, wie nie alle Geschöpfe zusammen es vermögen würden, weil eben wir Marienkinder sind. Weil wir eben auf Mariens Botschaft hören und eben ihr Verlangen erfüllen möchten. Sie haben mein Verlangen nicht erfüllt. Das ist, was die Mutter Gottes sagt. Und deshalb kommen die ganzen Kalamitäten, die ganzen Katastrophen in die Welt. Aber wenn jemand ihr Verlangen erfüllt, was sagt die Mutter Gottes? Was ist ihre Verheißung, ihr Versprechen? Dass die Mutter Gottes bei uns sein wird, insbesondere in der Stunde des Todes. Mit allen Gnaden, die wir benötigen, um eben in die Ewigkeit zu kommen. Sehen Sie, diese Wirklichkeiten, meine lieben Freunde, sind so groß, so unsagbar, dass wir, wie gesagt, nicht genug und nie genug über Maria denken können. De Maria numquam satis, sagt der heilige Bernhard schon. Das sind die Wirklichkeiten ihres unbefleckten Herzens, die unser Herz, armseliges Herz durchdringt und umwandelt. Ja, unser Herz bleibt das arme Herz.
Wir werden arme Sünder sein. Wir sind es. Wir werden immer wieder hinfallen. Aber ihr unbeflecktes Herz wird auf einmal in kürzester Weise alles umändern. Dieses arme, armselige Herz, das vorher noch so untreu war, Sie, Kinder von Fatima, Sie, Francisco, Jacinta und Lucia, werden in kürzester Zeit aufgehoben von ihrem Herzen. Und langsam aber sicher, manchmal etwas langsamer, manchmal etwas schneller, je nachdem, gehen die ganzen schlechten Dinge heraus. Und unser armes Herz, das immer armselig bleiben wird, wird nun aufgenommen, gleichsam als Träger ihres unbefleckten Herzens mit diesem vereint. Und dann schlägt in unserem Herz eine andere Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Meisterwerkes Gottes. Und dieses Meisterwerkes Gottes ist voll des Heiligen Geistes. Und das ist genau das, was Gott ja uns schenken will. Der Heilige Geist möchte unsere Herzen durchdringen. Der Heilige Geist möchte die Liebe Gottes in uns einsenken. Der Heilige Geist möchte seit der heiligen Firmung uns füllen mit allen seinen 7 Gaben, mit allen seinen Früchten, mit aller seiner göttlichen Wirklichkeit. Kann es aber nicht. Warum? Weil wir die Türen und die Fenster zu haben. Es ist geschlossen. Heute geschlossen. Kann nicht rein. Und wenn wir sie einmal anfangen, dann machen wir viel auf, dass bloß die Tür nicht zu weit aufgeht. Denn wir wollen unsere eigene Privatsphäre behalten. Und das ist eben das Problem. Und dann kommt eben, das ist wieder Maximilian Kolbe, die Braut des Heiligen Geistes, das unbefleckte Herz Mariens, das so sanft, so mütterlich, so lieb, so still, so ganz und gar nicht gewalttätig, so friedvoll, wie sie in Fatima eben erscheint, eben uns umändert. Sie können das sofort sehen, wenn Sie in einer Not sind, wenn Sie etwas brauchen, wenn Sie trostlos sind. Es genügt, sich ein wenig kurz auszuruhen bei ihr. Maximilian Kolbe hat sich hingekniet und hat sein Köpfchen auf ihre Füße gelegt. Nach 15 Minuten war der Friede der Seele wieder da. Oder wir sehen die Mutter Gottes, wir knien vor ihrer Statue, ihrem Bild in Fatima und schauen es an. Nichts anderes als anzuschauen. Der Friede kommt zurück. Auf einmal kommen ihre Gedanken wieder in unsere. Unsere Gedanken werden gereinigt durch ihre Gegenwart. Ach Mensch, warum trägst du dich auf, weil das nicht geklappt hat? Warum bist du so traurig, weil eben das nicht gelungen ist? Warum bist du so verzagt, weil eben wieder so eine Katastrophe einsteht? Warum fürchtest du dich? Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich werde dich nie im Stiche lassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zum Himmel führt. Ich habe Ihnen das jetzt gesagt, nur in Bezug auf die Heilige Kommunion. Ich könnte Ihnen dasselbe sagen in Bezug auf jeden Akt unseres Lebens. Heilige Beichte, das Gebet, die Standespflichten, die Verpflichtungen gegenüber den Nächsten. Wenn wir eben die Mutter Gottes bitten würde, o unbeflecktes Herz Mariens, deine Liebe, die du hast zu Gott und zu den Menschen, möge jetzt in mir wirken, dass es praktisch deine Herz eben mir die Worte in den Mund gibt, die es braucht, um diese Person eben in richtiger Weise zu begegnen, nicht? Dann wird es auf jeden Fall anders, als wenn ich es ohne die Mutter Gottes mache. Vorher wird es einen Geknatsch und Gequietsch geben. Und jetzt wird wenigstens etwas in Ruhe und in aller Sammlung geschehen. Die Mutter Gottes wirkt ihre Wunder. Welche Wunder sie wirkt, möchte ich im nächsten Vortrag sagen. Ich habe meine Zeit wieder überstritten. 1 Stunde plus 22% Mehrwertsteuer dürfte ich gerade noch hingeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmäh nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit aus allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.